Der Zauberhut oder auch Chapéu Mágico. Ja, unser Zauberhut ist viel weniger ein Ding oder eine Sache als ein Zustand. Ein innerer Erlebniszustand, eine Gestimmtheit, eine Art und Weise, wie wir uns zu den Dingen verhalten und vielleicht auch, wie wir gerade auf die Dinge gucken. Um das zu verdeutlichen, stell dir folgende Situation vor. Du musst jetzt auf die Schnelle ein Problem lösen, was dir bisher immer Probleme gemacht hat, du hast es noch nicht geschafft. Beispielsweise mit einem Computerprogramm etwas erstellen, eine Grafik oder Ähnliches. In der ersten Situation hast du wenig Zeit, du bist genervt, du denkst dir, die Computer sind eh alle doof und wieso muss ich das schon wieder tun? Und jemand macht dir auch noch Stress, indem er dich daran erinnert, dass du es ja in einer Stunde abgeben musst. Also überleg mal, wie du in dieser Gestimmtheit dieses Problem löst und wie wahrscheinlich es ist, dass es klappt. Jetzt nehmen wir eine zweite Situation. Stellen wir uns vor, es kommt jemand vorbei, der dich daran erinnert, hey, ich weiß, du hast es schon oft gemacht, zwar nicht mit Computerprogrammen, aber überleg doch nochmal, wie das beim Zeichnen immer so geklappt hat. Ich bin mir sicher, du kriegst das hin und eine Stunde ist ja auch nochmal ziemlich viel Zeit. Wenn du möchtest, kann ich dich auch unterstützen. Also ihr überlegt euch einfach mal, wie ist hier der Unterschied, spürt mal kurz in euch hinein und idealerweise erkennt ihr, tendenziell wird es mit der Situation bei 2 besser klappen. Was hat das jetzt mit dem Zauberhut zu tun? Der Zauberhut beschreibt letzten Endes die Verbindung von Kopf und Herz und der Verbundenheit zum großen Ganzen, beziehungsweise eben der Sinnorientierung. Der Zauberhut ist ein Symbol dafür, dass man sich überlegt oder dass du dir im Spezifischen überlegst, wie bin ich im Kopf gerade unterwegs, im Sinne von Problemorientierung oder Lösungsorientierung, Risiken, was brauche ich gerade noch, wo bin ich auf der Gefühlsebene unterwegs, also was ist momentan besonders dominant, wovon bin ich besonders geprägt und macht mir denn das, was ich gerade tue, auch Sinn, passt das in mein großes Ganzes. Eine wunderbare Vorarbeit zu diesem Kopf-Herz-Verbundenheit-Thema haben aus meiner Sicht Stephen Gilligan und Robert Dills geliefert mit ihrem Crash State versus Coach State. Der Crash State ist das Negative, ist dieses Scheitergefühl. Das steht im Deutschen tendenziell für so etwas wie Crash, also sich klein fühlen, die ganze Zeit Dinge nochmal analysieren zu wollen. Analysis Paralysis nennen sie das. Oder eben auch dieses Gefühl von Hating, Hurting, es muss doch irgendwie gehen, all die anderen sind schuld. Demgegenüber steht der sogenannte Coach State oder auch Generative State. Dabei geht es darum, sich sozusagen wieder zu öffnen, zu verbinden mit Kopf und Herz und dem großen Ganzen. Und sie haben das wunderbar beschrieben mit den Begriffen Centered, Open, Aware, Connected und Holding. Ich möchte es gern so übersetzen, Centered, seine Mitte finden, gucken, wie meine Balance ist und bei mir ankommen. Open, offen sein für Neues, für eine andere Wahrnehmung, ja, auch für das, was gerade im Moment passiert. Aware, aufmerksam, also auch achtsam in den Moment und auf das, was mich gerade umgibt. Zu gucken, was ist denn gerade wichtig, was ist nicht wichtig. Connected, nicht nur verbunden zu den Menschen und zu den Dingen, sondern auch zu deiner Idee, zu deinem Traum, zu deinem guten Wofür. Und Holding finde ich in Deutsch immer ein bisschen schwierig. Ich würde es gerne übersetzen mit präsent sein. In der Lage sein, die Situation zu halten, mitzugestalten und einfach da zu sein. Es gibt sogar noch einen kleinen Bonus. Der Zauberhut, wenn man mal genauer hinguckt, also oben dieser Bommel, hat ja noch einen extra Punkt. Also diese kleine Sonne, die die Verbundenheit darstellt, könnte auch noch stehen für das Wofür. Aber ein Zauberhut hat immer auch diese Idee, sich zu überlegen, wofür möchte ich mich denn gerade engagieren? Wofür bringe ich mich gerade in einen guten Zustand? Wofür löse ich diese Probleme? Und, als es ja um einen inneren Erlebniszustand geht, bringt hier der wunderbare Gedanke, der Blissful Thought, auch nochmal ein bisschen Zauber, ein bisschen Magie in die Situation. Der Blissful Thought steht an der Stelle dafür, dass es Momente gibt oder Menschen oder Dinge, die uns total begeistern, die wir lieben, mit denen wir uns unglaublich verbunden fühlen und die ein Lächeln in unser Gesicht zaubern. Im Buch haben wir es beschrieben,
mit der Abfahrt von dem Mont Ventoux. Ein Gefühl im Flow zu sein, ein Gefühl eins zu sein mit der Straße, mit dem Rad. Und immer wenn ich daran denke, zaubert das ein Lächeln in mein Gesicht und bringt mich in einen anderen Erlebniszustand. Vielleicht geht es euch so, wenn ihr Kinder habt, wenn ihr an eure Kinder denkt, an euren Partner, eure Partnerin oder eben einfach an ganz magische und wunderbare Orte. Und diese Magie des Blissful Thought ist es dann auch, die eben Lösungen ermöglicht, die wie Zauber wirken, die magisch sind, die anders sind und plötzlich wird Unmögliches möglich, die kleinen Wunder und die großen Wunder des Lebens. Dafür steht der Zauberhut und der Coach State.